Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit durch unser Wochenende. Heute ist ein gechillter Tag. Ich versuche ja ein bisschen die ganze Zeit nicht in Stress zu verfallen wegen dem Urlaub. Noch ist gut, dieses Wochenende ist ein bisschen ruhig. Ist heute auch regnerisch draußen, deswegen genießen wir die Zeit zu Hause. Ein bisschen zu entspannen. Das Einzige, was dieses Wochenende noch ansteht, ist jetzt noch den Kleiderschrank der Mädchen auszumisten. Und der richtige Stress, glaube ich, fängt dann nächste Woche nochmal an mit der ganzen Urlaubsvorbereitung. Da nehme ich euch aber natürlich mit und zeige euch. Ich weiß, da kamen nämlich auch viele Fragen auf Instagram, ne? Worauf sollte man achten, wenn man ins Ausland fährt, vor allem eben mit dem Auto. Das werde ich euch auf jeden Fall alles erzählen. Erstmal genießen wir das ruhige Wochenende, bevor es dann nochmal stressig wird und bevor es dann richtig an den Urlaub geht. Mich würde interessieren, was macht ihr denn gerne mit euren Kindern, wenn ihr zu Hause seid und sie, beschäftigen wollt oder beziehungsweise was tut ihr gerne, um zu entspannen zu Hause mit euren Kindern? Schreibt es gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ich bin ja wirklich sehr, sehr happy, dass ich meinen Kindern von klein auf immer Bücher gegeben habe. Dadurch sind sie bis heute so, dass sie sehr, sehr gerne lesen. Das finde ich ganz besonders. Also ich gehöre wirklich zu den Müttern, die es knallhart durchgezogen haben, nicht immer die Kinder vor den Fernseher zu setzen, obwohl das ja immer das Einfachste ist. Ne? Aber nein, und da bin ich sehr, sehr froh, dass sich meine Kinder wirklich immer zurückziehen können und in Ruhe was lesen. Und das machen wir auch sehr, sehr gern gemeinsam. Dann ist auch einfach, eine bestimmte Zeit, in der es auch einfach ruhig zu Hause ist. Und nicht nur das, sondern Bücher, vor allem Bücher mit Helden und Heldinnen sind sehr, sehr schön fürs Selbstbewusstsein für die Kinder und fördern die Kreativität und regen die Fantasie an. Und deswegen wollte ich euch hier ein paar Bücher empfehlen, die wir aktuell haben. Die nehmen wir auch noch mit, falls sie nicht bis dahin durchgelesen haben, denn die Kinder sind da wirklich super schnell. Nehmen wir auch noch mit auf die Autofahrt, also in die Türkei, denn natürlich, da muss man ja die Kids auch irgendwie beschäftigen und das ist auch natürlich schön, wenn man da Zeit hat zum Lesen und ich werde dann auch die Zeit nutzen, wenn ich dann nicht fahre, dass ich in Ruhe ein Buch lese. Von daher haben wir hier ein paar Bücher von dem Oettinger Verlag. Dieses Video wird von der Verlagsgruppe Oettinger unterstützt. Vielen Dank dafür. Hier haben wir einmal ein sehr, sehr schönes, dickes Buch. Da freue ich mich, weil da können die Kinder schön etwas länger dran lesen, weil die sind wirklich super schnell mit einem Buch durch. Und das ist sogar das erste Band aus der Tintenwelt. Und hier geht es um Bücher, wenn sie lebendig werden. Auch sehr, sehr schön und spannend. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Ich lese gerade das Buch und es ist sehr spannend. Danach will ich unbedingt von Zehra auch das Buch lesen. Zum einen Alea Aquarius, der Ruf des Meeres. Also ich lese gerade das Buch und wenn ich damit fertig bin, tausche ich dann mit meinen Geschwistern, weil die haben bestimmt auch spannende Bücher. Und ich finde das Buch voll toll. Da geht es um ein Mädchen, sie hat eine Wasserkrankheit und sie muss immer einen Regenschirm und Thermoskanne mitnehmen, da hat sie mal warmes Wasser drin. Also sie darf warmes Wasser trinken, aber sie darf nicht in Berührung kommen mit kaltem Wasser, weil sie kriegt dann Narben, ganz doll, und sie kann auch davon sterben. Das ist auch immer toll, wenn die Kinder dann immer erzählen, wenn sie ihr Buch gelesen haben und das dann nochmal in ihren eigenen Worten zusammenfassen. Dann einmal die Erben der Animox, so sieht das aus. Die Erben der Aminox, die Beute des Fuchses. Das ist Band 1, davon gibt es nämlich mehrere Bände und da sind wir auch gespannt, auf jeden Fall die nächsten zu lesen. Auch das ist ein tolles Abenteuerbuch und handelt von einem 13-jährigen Jungen. Ein Fantasy-Abenteuer, das auch Spiegel-Bestseller geworden ist, so wie auch das davor. Genau, das ist ein Spiegel-Bestseller. Sehr, sehr interessant, davon gibt es auf jeden Fall noch Fortsetzungen. Das werden wir uns dann sicherlich auch nochmal besorgen, weil da wollen die Kinder sicherlich wissen, wie geht es denn weiter. Noch eine Empfehlung, und zwar Gregor und die graue Prophezeiung. Auch das ein sehr, sehr spannendes Buch. Handelt um einen 11-jährigen Jungen, der mit seiner Schwester in ein Schacht fällt und in einer geheimnisvollen Unterwelt landet und dort sehr viele Abenteuer erlebt mit sprechenden Kakerlaken und Fledermäusen. Also wirklich perfekt für Kinder.
Also, falls ihr noch gute Bücher für euch und eure Kinder sucht, dann schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Dort habe ich euch einmal die Verlagsgruppe und jedes einzelne Buch nochmal verlinkt. Schaut da vorbei. Diese Bücher können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, wenn ihr sonst generell solche Buchempfehlungen oder Filmempfehlungen oder sowas sehen wollt, dann schreibt mal das in die Kommentare. Dann kann ich das öfters mal machen. Ich sehe da schon was Grünes. Was hast denn du da? Was hast denn du da? What? Was wird denn das? Was ist denn das? Obstbäume. Obstbäume? Was? Wo hast du die denn bitte? Was denn für Obstbäume? Oh Gott, dir fällt ja alles raus hier. No, check me. Oh, was hast du gemacht? Was ist das denn? Woher hast du die denn bitte? Was sind denn das für Obst? So. Kirschbäume. Birne. Okay. Und wo hast du die denn, sag mal? Allerdings, die machen noch zu. Wer macht zu? Der Pflanzenladen. Tafeläpfel. Ja, gab's die zu verschenken oder? Baumschule machen sie zu. Ja. Die Hälfte. Hälfte der Preise. Also geschenkt kannst du sagen. Ja. Das sind 3 Meter Bäume. Oh. Bisschen strapaziert. Ja, aber bis die gewachsen sind, wie lange dauert das? Das ist eine Pflaume. Ja. Oi, 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 oi. Also ungefähr, wie viel hat ein Baum gekostet? Die haben doch schon Frucht, siehst du es nicht? Ach so. Kann man die dann mitnehmen, wenn wir mal umziehen? Naja, da müsstest du richtig, wenn die noch jung sind, ja, vielleicht könntest du die breit rausgraben. Boah, sag mal, du transportierst die aber. Das ist auch so eine Pflaume. Siehst du die Frucht? Oh. Steht hier was? Nö. Doch. Ach übrigens, ich habe euch gerade nicht gezeigt, dass mein Mann hier so einen Basketballkorb geholt hat. Einen richtig nicen. Kann man hier richtig schön spielen jetzt. Kinder spielen ja gerne Basketball. Ja, ist heute aber echt windig, ne? Jetzt kann ich Auto putschen. Ja. Guck mal, hier sind die ganzen Kirschen abgefallen. Zeig hier mal. Ja, ja. So, ein kleines Garten-Update. Mein Mann hat hier einmal so ein Netz gemacht, weil die Kinder ja hier Basketball spielen und damit der Ball dann nicht hier auf die Pflanzen rauffällt. Hat er jetzt mal ein Netz. Das muss natürlich später irgendwann mal ab, weil sonst kommen wir ja dazwischen gar nicht, zwischen die Pflanzen. Das ist dann natürlich unpraktisch, aber wir haben ein Problem. Was haben wir? Läuse- und Ameisenbefall. Ich weiß nicht warum, dieses Jahr. Letztes Jahr war gar nicht das Problem. Ist eine Plage bei ihm. Ist gerade eine Plage, sagt mein Mann. Ja, das hatten wir letztes Jahr gar nicht. Wir haben Läuse und Ameisen auf den Pflanzen. Und ich zeige euch mal, weil mein Mann macht jetzt einen Mix. Ein was? Ein was? Natur? Naturdüngemittel. Ein Natural. Natur. Achso, hier. Natur. Bitte, wie heißt das? Insektizide. Pestizide, Insektizide. Ja. So, und zwar, was machst du da jetzt rein? Da hast du eine Sprühflasche. Also da kommt 2 Liter Wasser, 1 Liter Milch. 1 Liter Milch, bisschen Spülmittel. Das macht den Pflanzen ein bisschen Spülmittel nichts aus. Mhm. Knoblauch, 15 ungefähr. Und 2 Löffel von diesem scharfen Paprika. Okay, also 2 Liter Wasser, 1 Liter Milch, Ja. etwas von Spülmittel, Knoblauch, 15 hat er jetzt, macht er, und 2 Löffel vom Chili-Pulver. Du hattest es ja schon mal gemacht, sowas, ne? Für den anderen Baum. Da war es aber ohne Knoblauch und ohne Chili, ne? Das ist jetzt dieses Jahr extra neu. Ja. Also,
Das ist jetzt ein natürliches Pestizid. Pestizid nennt man das, glaube ich. War der Herd schon aus? Können wir mal den Rasen appreciaten? Mashallah. Das hast du echt super gemacht. So, jetzt ist hier 2 Liter Wasser drin. Also 1:2. Ja. 1 Liter, das kannst du auch mit 1 Liter Wasser machen, einen halben Liter Milch. Aber ich werde es ja jetzt für die ganzen Pflanzen benutzen. 2-3 Tage lang macht man das und dann hört man auf. Und nachher guckt man nach einer Woche, ob es weniger geworden ist oder ob die noch da sind. Und dann eventuell wiederholt man es nochmal. So, jetzt kommen die Zutaten. Bisschen Knoblauch Das ist, als würdest du kochen hier. als Würze. Würze. So, jetzt machen wir hier für die Aroma eins, 2 und 3 Löffel Chili. Also den Insekten wird dann sozusagen zu scharf. Und dann müssen sie So, abhauen. also davon macht man so ein Glas, Teeglas. Teeglas, türkisches Teeglas, Viertel. Das ist jetzt Spülmittel. Ja. So, also das macht nichts aus, dieses bisschen. Okay, und dann schön einmal mixen und dann kann man gleich loslegen. Und Machst du dann, das jetzt auch gleich? Und dann kann man gucken, wie die Ameisen wegrennen und die Läuse sich verstecken. So. Das auskleckert. So. Okay. Das Spülmittel nicht noch. So, jetzt können wir gleich direkt. Die Pflaume ist richtig befallen. Wir können direkt bei der Pflaume anfangen. Hier, wenn du näher rankommst, guck mal. Und dann gucken wir am nächsten Tag. Guck mal hier. Ah, warte mal. Siehst du es hier? Aha. Ja, da, Oh. guck mal da. Oh. Ja. Dann kann man am nächsten Tag. Du hast mit Kamera gespritzt, sag mal. Warte doch mal. Also so schlimm war es eigentlich. So. Könnte sein, dass es jetzt verstopft ist. Salam. Was?
Omas da, ich kenne auch ihre Tasche. Oh, bist du so Chocolate? Oh. Warte, die Kinder haben noch nicht gesehen. Ja, Senne, kriege ich keinen Kuss? Mir noch mal einen Kuss? Seid ihr nur weiter da? Ja. Es ist keiner da. Achso, ist sonst keiner da? Ich wollte echt mal rein. Hallo! Hallo! Bist du sprachlos? Ich bin sprachlos, du hast dich mit deiner Tasche verraten. Na, wie geht's dir? Tasche, Gut? meine Tasche. Alles Überraschung! gesund? Überraschung! Muss ich so rauskommen? Überraschung! Wo sind denn die anderen? Hallo. Was geht denn? Na? Überraschung! Überraschung! Na? Gelockte Überraschung! Jetzt haben wir uns aber lange nicht gesehen, was? Jetzt haben wir uns lange nicht gesehen, ne? Habt ihr überhaupt was gemacht in der Schule? Ja. Ahmed? Nein. Wir haben nur einen Ausflug gemacht. Aha, guckst du, wie du groß bist, ne? Guck. Ja, du bist schon größer wie Oma, guck mal. Was ist denn das? Hat die Rana die Tür gegen dich geknallt, Mama? Bist du 2 Meter lang? Hast du Oma die Tür gegen dich geknallt? Kennst du? Mama, hat Rana die Tür gegen dich geknallt? Ja? Nö. So, meine Lieben, ich mache mich mal jetzt an den Schrank der Mädels. Ich hatte nämlich schon einen Teil, hatte ich schon weggemacht. Ne? Sehra, was hatten wir? Die Hosen hatten wir schon aussortiert. Ja. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, wenn ihr regelmäßig meine Videos guckt, dass wir ja den Flur umgestylt haben und ja jetzt diese Kommoden haben. Und da haben wir die ganzen Hosen reingemacht. Jetzt muss ich noch die Schränke mit den ganzen Klamotten, die auf den Kleiderbügeln sind, nochmal sortieren. Und wir packen auch schon teilweise was ein. Das Ganze gibt es aber dann nächste Woche. Da gibt es nämlich einen ausführlichen Vlog mit der ganzen Urlaubsvorbereitung. Wie packen wir, was nehmen wir mit, was nehme ich alles so an Essen mit für die 3-tägige Autofahrt mit 2-mal Übernachten und allen Details, was braucht man alles für die Autofahrt, was benötigt man, worauf muss man achten. Das Ganze gibt es ausführlich nächste Woche und dann sind wir auch schon, inshallah, in der Türkei im Urlaub. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall fleißig mitnehmen und dann hoffentlich auch sogar 2-mal die Woche einen Vlog uploaden. Genau, aber das machen wir jetzt erstmal einmal fertig. Da werde ich jetzt nicht so intensiv euch mitnehmen. Aber genau, das alles andere gibt es dann hoffentlich nächste Woche. Sorry, der Ventilator läuft hier. Wir haben ja gerade in Berlin super heißes Wetter. Genau richtig, wo ich jetzt so im Stress bin und so viel zu tun habe. Es ist mega heiß hier und gerade hier oben bei den Mädels Dachgeschoss ist sehr warm. Auf jeden Fall, genau, zum Thema von dem letzten Vlog, wo wir den Flur umgebaut haben, könnt ihr euch noch erinnern? Ich hatte euch ja gefragt wegen dem Zimmer hier, weil dieser Kleiderschrank, ich zeige euch mal, wenn man hier das Ganze, ist sehr unpraktisch, ne? Es ist ja hier so eine Schräge drin. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Hier ist ja so eine Schräge, das heißt ja auch wirklich, dass da nicht wirklich so viel reinpasst. Also, weil es ist halt schon sehr klein. Und da war jetzt meine Frage, was kann ich machen? Weil das ist hier die einzige Wand, wo ein Bett hinkommt. Und ich habe jetzt die Lösung. Das machen wir aber das Ganze dann nach dem Urlaub, dass ich diesen Schrank hier wegmache. Und dann haben nämlich die beiden Betten hier, die ausziehbar sind, gegenüber. Und hier diese freie Wand mache ich dann einen vernünftigen Kleiderschrank hin. Ich denke, das ist die beste Option. Und das haben auch die ein oder anderen unter den Kommentaren geschrieben und das werden wir auf jeden Fall dann nach dem Urlaub machen, dass wir den Schrank hier einmal abreißen, hier dann das Bett hinstellen und dann haben wir hier eben diese freie Wand. Das ist hier die einzige freie Wand, wo ja aktuell das Bett steht, wo wir dann ganz normal 3-türigen oder sogar vielleicht 4-türigen Kleiderschrank hinstellen können. Dann sind nämlich die beiden Betten hier, ich zeige das euch mal, schwupp, hier dann sind die beiden Betten hier gegenüber, ne? Weil hier ist die eine Wand. Hallo Zelda. Du hast schön Sonnenbrand. Hattest du aber deinen Sonnenhut heute an die ganze Zeit? Ja, gestern hat sie keinen Sonnenhut und ja, ein bisschen. Aber es ist nicht mal so schlimm. Nee, es ist ein bisschen besser. Aber ich muss.
davor die ganze Zeit gebrannt. Ja, ich muss eh nochmal so ein Aloe Vera Gel besorgen für den Urlaub auch, falls ihr da so ein bisschen zu viel Sonne abkriegt. Genau, und dann ist hier nämlich, das ist ja das ausziehbare Bett von den Mädchen. Und dann haben sie hier eben auch nochmal ein Bett. Das sieht dann auch viel schöner aus, wenn hier die beiden ausziehbaren Betten sind. Hier holen wir ja noch einen Schreibtisch. Und das ist ja der alte Schreibtisch von Medium, der bleibt auch da. Dann haben sie mehrere. Und hier können wir dann den Kleiderschrank hinstellen. Ich denke, das ist ganz gut. Und hier ist ja der Flur auch mit einem Schreibtisch. Und hier haben wir ja jetzt die Sachen auch besser sortiert mit den Hosen. Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen aufräumen, weil hier, das waren die einzigen Flächen mit dem Regalböden hier. Und da hat wirklich die sind sehr so instabil, also ein bisschen unpraktisch zum Sortieren der Sachen. Deswegen hatten wir das hier so rausgenommen. Aber ja, jetzt machen wir mal, hier ist schon die Wäsche, die muss einmal zusammengelegt werden und dann, wie gesagt, teils machen wir schon in den Koffer rein. Hier auch nochmal alles sortieren und ja, mal schauen. Also erstmal so, dass wir einen besseren Überblick haben. Beim Einpacken ordnen wir das Ganze. Na, aber wir sortieren jetzt erstmal die Sachen aus. Ja, wir haben ja hier schon Kartons. Da hat Luna geschlafen, kann sie die Decke schon mal abmachen. Dann sortieren wir jetzt erstmal schon mal die Sachen, die ja wegkommen, die nicht mehr passen, schon mal alle aus, damit hier, wie gesagt, ein bisschen mehr Platz ist und wir ein bisschen besser sortieren können und einen Teil dann eben drüben da in die Schubladen reintun. So, also wir haben jetzt komischerweise nur 2 Kisten aussortiert. Ja, irgendwie nur 2 Kisten, aber ich glaube, das liegt daran, weil wir haben ja letztens die ganzen Hosen und so, haben wir schon mal aussortiert. Da haben wir, glaube ich, auch 2 Kisten aussortiert. Also man merkt immer mehr, ne, weil es sind ja die Klamotten von 4 Mädels und die werden ja größer und somit werden auch die Klamotten größer und deswegen wird es irgendwie nicht leerer, habe ich das Gefühl. Aber nun gut, wir haben erstmal jetzt einen besseren Überblick. Das heißt, das Packen wird dann auch einfacher für uns. Und ja, es ist auf jeden Fall dann eine bessere Lösung, wenn wir dann eben einen vernünftigen Kleiderschrank haben, auch mit mehr Regalböden, sodass wir auch die Pullis und so stapeln können, als dass hier alles aufgehängt ist. Hier sind jetzt so eigentlich, ja, ich sage ja, diese Regalböden, die sind einfach Schrott. Das sind jetzt so ein bisschen Jogginghosen und so. Hier haben wir jetzt so ein bisschen die Pullis sortiert. Also es sieht jetzt ein bisschen besser. Es ist immer noch eben sehr, sehr eng. Aber ein bisschen besser als vorher, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier die ganzen Blusen und Kleider sortiert. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ich müsste mal vielleicht auch mal irgendwie eine einheitliche Bügel besorgen. Ich glaube, das machen wir aber dann, wenn wir den neuen Kleiderschrank haben, dass ich da vernünftige Kleiderbügel, weil die sind auch teilweise sehr klein. Aber gut, es sieht schon ein bisschen besser aus und der Überblick ist gut. Ich werde dann auch noch, ne, Zeynep ist noch nicht da aus der Schule. Wir haben ja jetzt aktuell ein bisschen alle durcheinander mit dem Schulschluss. Von daher zeige ich denen dann nochmal, damit sie sich auch daran halten. Hier sind so Pyjamas und ein bisschen so, ja, für zu Hause Sachen. Und den Rest habe ich in die Schubladen gepackt. Und der Rest ist hier. Hier haben wir so Jeanshosen oder so Traggings eher. Hier habe ich extra so Jeanshosen, weil es zieht ja jetzt eh keine an, als es zu warm ist. Hier sind so ein bisschen die sommerlicheren Hosen. Es ist trotzdem sehr gequetscht, finde ich. Was haben wir hier? Hier habe ich die ganzen Leggings reingetan. Dann haben wir hier so Röcke.
Genau, was ist hier? Hier sind T-Shirts nochmal. Die etwas ja, besseren T-Shirts, sage ich mal. Und hier haben wir nur ein paar Sachen. Und hier können wir auch nochmal ein bisschen irgendwie Socken, Unterwäsche, glaube ich, ein bisschen besser sortieren. Naja, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Es wird jetzt einfacher zum Packen. Und ja, wie gesagt, nächste Woche dann einmal komplett die Urlaubsvorbereitung mitpacken, kochen, backen. Okay, kochen eher weniger, eher backen, würde ich sagen. Oh, ja, das wird spaßig. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Da nehme ich euch mit, schön beim Packen und Urlaubsvorbereiten, kochen und so weiter. Und mal gucken, ob wir alles ins Auto gequetscht kriegen. Ja, genau. Also, dann bis nächste Woche.